Hey und jeden Sonntag, herzlich willkommen zurück bei Compact Physics. Alex hier, die berühmte Playlist Hollywood's Ignorance of, heute mit dem Thema Geschwindigkeit. Die Velocity, wir rechnen nach, lügt Hollywood oder nicht. Im Film Armageddon, das jüngste Gericht, 1998, Bruce Willis ist bei NASA-Piloten eingeladen. NASA-Wissenschaftler simulieren die Flugbahn eines derzeit gesprengten Meteoriten-Asteroiden, fliegt wirklich auf dieser Erde zu, und bevor diese Zero Line hier kommt, muss dieser Asteroid gesprengt werden. Weil nur dann ist gewährleistet, dass diese Bruchteile des Asteroiden an der Erde vorbeifliegen und die Erde gerettet ist. Falls wir innerhalb dieser Zero Barrier uns befinden, kann das natürlich nicht funktionieren. Die Erde wird von den Bruchteilen getroffen. Die Menschheit kann nicht gerettet werden. Wir mussten uns überlegen, lügen diese NASA-Wissenschaftler? Haben die das wirklich berechnet? Nur gut, wir können ja nachrechnen. Im Prinzip müssen wir hierfür die Masse des Asteroiden als erstes wissen. Und wir werden uns im Film ganz genau nochmal die Szene anschauen, wo wir die Größe dieses Asteroiden wissen. What is this thing? It's an asteroid, sir. How big are we talking? Sir, our best estimate is 97.6 billion. It's the size of Texas, Mr. President. Die Size of Texas. Hier sehen wir Texas, recht unregelmäßiges Gebilde, East-West-Spread, North-South-Spread von ungefähr 1200 bis 1300 Kilometer. Wir legen das Ganze auf eine regelmäßige Form dieses Square um, bedeutet, wir wissen die Fläche von Texas und können sagen, dass das im Prinzip ein Square mit 831,3 Kilometer Seitenlänge ist. Das Ganze wird dann zu einem Asteroiden. Nun, in Wirklichkeit, diese ganzen Asteroiden sind nicht so groß. Legen wir alle Asteroiden zusammen, wären wir bei einem Durchmesser von ungefähr 1500 Kilometer. Nur sehr wenige Asteroiden haben überhaupt größere Durchmesser als 200 Kilometer. Ceres, eine große Ausnahme, mit 940 Kilometern. Nichtsdestotrotz, es kann natürlich sein, und wir geben den Regisseur dahingehend natürlich einen Bonus und behaupten, ja, okay, lassen wir es zu. Das heißt, wir müssen uns überlegen, welche Form hat das Ganze. Nun, wir können da wählen, regelmäßige Formen, wie ein Würfel oder eine Sphäre, eine Kugel, im Prinzip 6 mal 10 hoch 8 Kubikkilometer oder 18 mal 10 hoch 8 Kubikkilometer. Für unsere Rechnung werden wir so ein Mittelding zwischen den beiden nehmen, diese schöne Skizze, die ich hier gezeichnet habe, ein recht irreguläres Gebilde mit einem Mittelwert so um die 10 mal 10 hoch 8 Kubikkilometer. Volumen haben wir, die Dichte brauchen wir noch, damit wir die Masse berechnen. Schauen wir uns mal die Dichte der Erde an. 5500 Kilogramm pro Kubikmeter. Nun, ein recht dichtes Gebilde. Schauen wir uns Asteroiden an. Die sind halb so dicht nur. 2400, 2600. Mathilde, der Asteroid, hat 1400 Kilogramm pro Kubikmeter. Das heißt, wir können annehmen, diese ganzen Sachen sind porös. Auch im Film werden wir eine poröse Masse annehmen und sagen, die Dichte des Filmasteroiden ist 2000 Kilogramm pro Kubikmeter. Bedeutet, wir können uns die Masse mit Volumen und Dichte recht leicht auf 2 mal 10 hoch 21 Kilogramm berechnen, wobei jedes Bruchstück dann ziemlich leicht 1 mal 10 hoch 21 Kilogramm schwer sein muss. Nun, die Masse haben wir geklärt. Wir sind schon ein bisschen in favor des Regisseurs. Nun, jetzt geht es erst richtig los. Wir müssen uns die freigesetzte Energie überlegen. Wir wollen diesen Asteroiden sprengen mit nuklearen Sprengsätzen. Nun, eine Bombe, ein nuklearer Sprengsatz heutzutage äquivalent zu 1667 Hiroshima-Bomben oder 20 Kilotonnen TNT mit 8,4 mal 10 hoch 16 Joule Sprengkraft. Würde bedeuten, dass wir mit dem rechnen. Nein, wir nehmen uns selbst noch einen Bonus und sagen, wir geben mehr Material rein. Wir nehmen nicht nur 1000. Wir nehmen gleich 100.000 dieser Hiroshima-Bomben zur Hand und geben das in diesen Asteroiden. Und was wir weiterhin behaupten, ist, dass bei der Explosion die ganze Energie dieser 100.000 Hiroshima-Bomben auf die beiden Teile aufgeteilt wird und dann nur in Y-Richtung. Das heißt, wenn wir uns hier oben das jetzt anschauen, nicht in X-Richtung, sondern rein in Y-Richtung, das heißt weg von der Erde, diese Energie in Geschwindigkeit, in Ablenkung umgewandelt wird der einzelnen Bruchstücke, die ja je 10 mal 10 hoch 21 Kilogramm wiegen. Wunderbar. Wenn wir alle diese Sachen annehmen, die natürlich sehr, sehr, sehr unrealistisch sind, dann kommen wir mit einer kinetischen Energie und der Formel ganz klassisch auf die Wurzel 2 kinetische Energie
Einsätzen der 10 hoch 21 Kilogramm sowie 2,5 mal 10 hoch 18 Joule, das wären diese 100.000 Hiroshima-Bomben, auf 0,07 Meter pro Sekunde. Es werden also 0,07 Meter Ablenkung pro Sekunde Fortbewegung erreicht. Nun, das ist jetzt nicht viel und genau das ist es auch. Im Film mit 2 Stunden Flugzeit Richtung Erde wird im Film dieses Szenario getroffen. Nun, 2 Stunden reichen aus, damit mit dieser Sprengkraft im Film die Erde verfehlt wird. Nun überlegen wir uns das jetzt mit unseren berechneten Ablenkungen, die sehr großzügig geschätzt sind. Kommen wir auf 700 mal 2 Stunden, 7200 Sekunden, auf 504 Meter Ablenkung. Jetzt schauen wir uns den Erdradius mit 6500 Kilometer an und sehen, dass da irgendwas nicht sein kann. Dieses Szenario kann mit dieser geringen Sprengkraft, wir haben schon mit 100.000 Hiroshima-Bomben gerechnet, niemals erreicht werden. Wir würden hier gerade mal in einem kleinen Spannweite von 500 Meter links, 500 Meter rechts kommen auf 1 Kilometer. Das Ganze ist aber 6,5 Kilometer, 6500 Kilometer im Radius groß. Kann nicht sein. Überlegen wir uns jetzt mal, wie lange das fliegen müsste, damit das hinkommt. Nur 0,7. Schauen wir nochmal in die Skizze nach. Wir haben gesagt, 2 Stunden von diesem Punkt an braucht es, um es zu verfehlen. Wie viele Stunden müsste es davor müssten die Bomben davor gezündet werden, damit das tatsächlich mit dieser Sprengkraft funktioniert? Das können wir uns mit einer sehr simplen Formel berechnen, indem wir sagen 0,07 Meter pro Sekunde mal gewisse Anzahl Zeit pro Sekunden und hier haben wir den Erdradius. 6.500.000 Meter. Und jetzt kommen wir auf ein X von 9,28 mal 10 hoch 7 Sekunden, was ungefähr 35 Monate bzw. knapp 3 Jahre davor müssten wir in dem Filmsetting hier vorne zünden, damit wir 3 Jahre später an diesen Setting kommen, wo die Asteroiden genau an diesen Punkt einschlagen. Das heißt, knapp drüber, 1 Sekunde drüber und es würde sich alles ausgehen. Das heißt, Hollywood hat in Armageddon, das jüngste Gericht, gelogen. Es geht sich natürlich nicht aus und ja, wir sehen, nicht jeder Hollywood-Film ist akkurat nachgerechnet. Nun, trotzdem ein guter Film, ich will es euch natürlich nicht zerstören. Schauen wir uns noch einen Kritikpunkt für die Wissenschaftler an. And this is the best that the government, the US government can come up with? I mean, you're NASA for crying out loud. You put a man on the moon. You're geniuses. You're the guys that think his shit up. I'm sure you got a team of men sitting around somewhere right now just thinking shit up and somebody backing them up. You telling me you don't have a backup plan? That these 8 Boy Scouts right here, that is the world's hope? That's what you're telling me? Yeah. Oh, Jesus. Und mit diesem Kritikpunkt will ich mich dann auch verabschieden. Wir sehen uns nächsten Sonntag bei einem neuen Physikthema. Bis dahin, stay compact.